Hallo und schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Soweit zumindest der Anspruch hier. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Das heißt, momentan sitze ich hier noch vor meiner Fotowand, aber wenn Sie mich sehen, dann bin ich im On-Life. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft nachzuvollziehen, zu dokumentieren, wie sich das hier für mich darstellt. Und darüber zu berichten, ob ich mich jetzt schon mehr in ein Homo Digitales oder in ein Homo Dementes hier verwandle. Sie erinnern sich vielleicht an den Wissenschaftler Manfred Spitzer, der einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen dem Digitalen und zwischen Demenz. Demenz kann natürlich auch von Krankheit und Alter kommen, das muss also nicht zwangsläufig jetzt aus dem Digitalen herrühren. Ja, warum muss man eigentlich überhaupt noch im Alter hier Social Media machen und YouTube? Was bringt einem das? Wozu überhaupt? Naja, ich sag mal, von Medien erwarten wir ja, dass sie uns die Realität erklären sollen. Manche nutzen die Medien jetzt zur Identitätsfindung, andere wiederum erwarten Spiele, Sinneswahrnehmungen, Action. Und zur Dissonanzreduktion vielleicht auch noch, weil ja viele verstörende Ereignisse und Erklärungen treffen auf einen ein, prallen auf einen ein in einer immer komplexer werdenden Welt. Und da ist halt der Bedarf an Medien, die einem das erklären, die einem eine Aufklärung geben über auch widersprüchliche Sachen, vielleicht auch notwendig. Also das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum wir heute so einen großen Zeitaufwand für Medien zu verzeichnen haben. Im Durchschnitt wissen wir, dass beim Fernsehen der Fernsehkonsum ungefähr bei 3,5 Stunden liegt. Bei manchen Einzelnen liegt er noch deutlich drüber. Und das wechselt auch in verschiedenen Tagen, auch bei mir. Ja. Und wird ziemlich dunkel jetzt hier, das Bild. Ich habe jetzt nur die Tagesbeleuchtung und ich könnte vielleicht meine Lampe noch anschalten, damit das Ganze hier ein bisschen heller wird, aber dazu müssen wir erstmal aufstehen und dann mal den Platz verlassen und wie sieht das jetzt aus? Ja, jetzt sieht das sehr hell aus, sehr gut, ja. Jetzt bin ich sehr gut ausgeleuchtet. Ich habe die Fotolampe hier an der Decke und die leuchtet mich hier optimal aus. Also okay, ich habe wieder meinen Pepita-Hut auf hier. Also wo waren wir stehen geblieben? Bei den Medien, bei der Mediennutzung. Und darüber, dass ich jetzt heute auch wieder 5 Hauptpunkte hier bringe über On-Life, über Gesundheit, über Ernährung, über Lektüre und über Medien. Ja, On-Life habe ich also gestern 7 Videos gemacht und damit bin ich gestern auf 18 gekommen.
im neuen Monat September. Das ist also der Stand September 18 im September 19. Also 18 Videos und ja, was war darunter? Nichts Besonderes. So die üblichen Videos. Eins ist wieder nicht gelungen. Weiß ich auch nicht, was darauf los ist. Was da wieder los ist mit der Kamera hier. Die muckt in letzter Zeit. Oder die Batterien mucken oder mit dem Aufladen, das klappt nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja. Ich bin jetzt also wieder in den Tagrhythmus gewechselt, vom Nachtrhythmus in den Tagrhythmus. Und weil ich jetzt gestern noch ein Paket erwartet habe und das Paket ist gestern auch eingetroffen, aber zu spät. Die haben 3 Tage gebraucht, 3 Mal Anfahrten und dann kam das Paket gestern endlich und ja, war auch wieder die Hälfte kaputt. Also beziehungsweise ein Glas war kaputt von 6. Ich habe es aber nicht so gehen lassen, ich wollte das nicht normal machen, dass er wieder so lange warten muss. Ja. Thema Nummer 2, Ernährung, Gesundheit. Ja, die Beine sind heute wieder etwas schlechter. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Am Sitzen oder... Aber dafür ist die Stimme besser, wenn ich genügend trinke. Ja, dann ist die Stimme auch wieder gut. Nächster Punkt, Ernährung, Diät. Ja, Smoothie habe ich schon gemacht hier. Der steht hier, ein Smoothie. Smoothie und Müsli habe ich heute Morgen auch schon zubereitet und aufgesetzt. Das werde ich dann nachher gegen Mittag essen. Ja, Thema Nummer 3. Das war also Thema Nummer 3. Ich bin ein bisschen durcheinander hier. Ich habe entweder zu viel oder zu wenig geschlafen. Ja. Ich komme zum Thema Lektüre. Also ich lese im Moment von Duncan Wood, da den Band über Sony Vegas Pro 11 und darin habe ich aber gestern auch nichts gelesen, bin da auch nicht weitergekommen, aber dafür habe ich alte Studienlektüre wieder hervorgekramt über Mediennutzung und die habe ich gestern nochmal meine Unterlagen dazu durchgesehen. Die fand ich sehr interessant. Der Umgang mit Medien
und was so als Begründung angegeben wird. Also sie fangen mit einem entwicklungstheoretischen und mit einem bedürfnistheoretischen Ansatz an. Also bei dem bedürfnistheoretischen Ansatz geht es also darum, dass man erstmal die Bedürfnisstruktur sozusagen darlegt. Was sind sozusagen die Bedürfnisse für Mediennutzung? Und da wird dann angeführt so die Realitätserklärung, also die Realität muss erklärt werden, deswegen gibt es auch die vielen Brennpunkte und Sondersendungen zu allem Möglichen. Dann dienen natürlich die Medien auch dazu zur Identitätsfindung oder zur Neuerfindung in immer unsicheren Zeiten, in denen immer mehr Leute verunsichert sind. Dann dienen natürlich Medien auch der Orientierung in immer komplexer und unübersichtlicher werdenden Verhältnissen. Und dann dienen natürlich Medien auch irgendwie dem Spieltrieb, dem Neugierverhalten und sie bieten einfach eine Sinneswahrnehmung und ja, das sind also sozusagen die im engeren Sinne Bedürfnisse, die mit Medien verbunden sind und die sind dann eingebettet in die Bedürfnisstruktur nach Maslow. Die 5 Stück kennen Sie. Und dann gibt es dann noch 2, 3 von Tuduciki, die kommen dazu. Und ja, daraus folgt dann als Konsequenz, dass man erstens den Medienkonsum nur dadurch reduzieren kann, dass man eine gleich attraktive Alternative findet. Also madig machen reicht nicht, weil es ja irgendwie auf die Person zielt. Man braucht also etwas, das mindestens genauso spannend oder spannender ist als der Medienkonsum. Und der zweite Punkt ist, dass durch die Medien natürlich unsere Einstellungen verändert werden, und zwar tief verändert auf der tiefen Basis, und dass diese Einstellungen nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Also was man da erstmal durch den Film an Einstellungen ja, inkorporiert hat, das bekommt man nicht so schnell wieder raus. Und dessen ist man sich auch nicht immer so bewusst. Ja. Ja, der zweite Aspekt ist der entwicklungstheoretische Ansatz. Also das erste war die Bedürfnistheorie, das zweite ist die Entwicklungstheorie. Die geht also davon aus, dass man menschliches Handeln erklären kann. Und zwar beruht menschliches Handeln erstens auf den Bedürfnissen, zweitens auf der Situation, in der einer steckt, also auf der Lebenssituation, drittens ist die kognitive Struktur entscheidend und viertens ist das sozial-moralische Niveau entscheidend. Also es gibt 4 Gründe, die das Handeln bestimmen: die Bedürfnisse, die Situation, die kognitive Struktur und das sozial-moralische Niveau. Diese 4 bestimmen das menschliche Handeln, diese 4 Gründe. Und
Ja, an Lebensumständen kann man natürlich anführen, dass wir heute, die Lebenssituation ist natürlich heute gekennzeichnet durch dass die Lebensgrundlagen heute gefährdet sind und gefährdet werden. Man denke an Umwelt, man denke an Ressourcenverbrauch und Verschleiß. Dann hat man ein zweiter Punkt, sind natürlich heute, dass eine allgemeine Statusunsicherheit vorherrscht, dass also man nicht sicher sein kann, dass man den Platz, den man jetzt hat, in Zukunft auch noch haben wird, dass also alle Leute auch irgendwie Angst haben. Und dann zum dritter Punkt ist, dass auch die Familien zunehmend zerrüttet werden, sich auflösen, Partnerschaften wechseln und so weiter und dass auch dadurch eine große Unsicherheit und Verunsicherung entsteht. Dann haben wir hier natürlich noch einen moralischen Pluralismus und wir haben 5. eine multikulturelle Landschaft, die auch noch so dazu führen. Dazu kommt noch hinzu, dass natürlich Beruf und Ausbildung und Arbeitsplatz auch sich dauernd verändern und wechseln und dass auch da keine Sicherheit herrscht und die Leute verunsichert sind. Das sind also so die Situationen, in denen viele Leute sich befinden und das sind die Lebenssituationen, die sozusagen auf das Handeln mitwirkt, mit einwirkt. Und durch diese Gründe, die Gründe wirken also auf das Handeln und auch auf das Medienhandeln. Ja, das hat dann Konsequenzen in der Hinsicht, dass dass die Nutzungszeit für Medien immer größer wird und dass die Angebote immer spezieller werden und ja. Und sagen wir mal, das kognitive Niveau. Also man kann erstmal das kognitive Niveau unterscheiden und man kann das sozial-moralische Niveau unterscheiden. Das kognitive oder intellektuelle Niveau kann man festdenken in erstens das fixierte Denken, dann auf das isolierte Denken, dann haben wir ein differenziertes Denken, ein konkretes differenziertes Denken, das ist der dritte Punkt. Dann haben wir ein systematisches Denken, ein systematisches, kriterienbezogenes Denken. Und wir haben fünftens ein kritisch reflektierendes Denken. Das sind also, damit kann man also die kognitive Struktur abbilden und diese kognitive Struktur, die korrespondiert mit dem sozial-moralischen Niveau nach Kohlberg in den 5 Stufen. Ja. Okay, so viel mal dazu. Das war jetzt natürlich
bisschen stockend und ich habe jetzt hier kein Blatt Papier, dass ich das ablesen kann. Ich musste jetzt mal aufschreiben, damit ich das so zusammenhängend hier ja, gut ablesen kann. Also Medien oder Medienerziehung oder Auseinandersetzung mit Medien bedeutet natürlich auch, dass man sich interaktiv damit beschäftigt und auseinandersetzt. Und das ist ja das, was ich hier mache. Das ist also nicht nur lerne, Filme zu machen, lernen zu sprechen, sondern das ist auch sagen wir mal, eine Form von Medienschulung. Wenn man das erstmal selber macht und dann sieht man erstmal, was man dafür braucht und wie man das verändern kann, wie das wirkt, wenn man das nicht verändert, wie das wirkt, wenn man spontan spricht, wie das wirkt, wenn man jetzt ohne Konzept und ohne Teleprompter das vorträgt. Also versucht du spontan aus dem Stegreif heraus eine Sache, eine Materie abzuhandeln, eine komplizierte Materie und die darzustellen. Das ist natürlich schwieriger, als wenn man jetzt nur irgendwie einen Text ablesen braucht vom Teleprompter, den andere einem aufgeschrieben haben. Oder einen Text runterzuladen, den man schon sehr oft wiederholt hat. Dadurch wirkt das Ganze natürlich dann flüssiger und hier wirkt das dann eher stockend und zögernd und ja nicht so professionell. Man schaut sich das dann an und ist dann selber ja fast angewidert von der eigenen Darstellung. Man ist selber unzufrieden mit dem, was man da produziert hat und möchte dann das Ganze am liebsten sein lassen oder und aufgeben. Aber das ist natürlich keine Alternative, weil das bedeutet ja irgendwie, dass man so ja nur noch passiv alles hinnimmt, was andere produziert haben, dass man quasi nur noch passiv das übernimmt, was andere erstellt haben, die Sicht anderer Leute. Und damit bringt man sich um die Chance, selber Sachverhalte darzustellen und die eigenen Interessen kundzutun. Ja, okay Leute, so viel mal von mir. Ich bin jetzt auch heute wieder unzufrieden. Ich bin jetzt schon unzufrieden mit dem, was ich jetzt hier gerade stockend hier vorgetragen habe. Das Problem ist dann immer auch, dass der Zensor hier im Kopf sitzt, dass man hier aufpassen muss, was man sagt, wie man es sagt, dass man hier keinen Anstoß erregt, dass man keine Formulierung gebraucht, die da irgendwie anstößig ist oder ja, oder sonst auch irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstößt und dann nicht zulässig ist. Ja, okay Leute, mal so viel von mir und ich sage mal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.